Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Dem einen oder anderen von euch wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass wir momentan alle zusammen gerade nicht mit vollem Sammelalbumprozenten questen. Das liegt einfach daran, dass es seit dem letzten Update eigentlich neue Gegenstände im Inventar, nicht im Inventar, sondern im Sammelalbum gibt, ja. Auf meinem Krieger hier habe ich sowieso noch nicht die 99 bzw. 100% voll, weil mir hier auch noch ein paar Bilder fehlen hier von Dungeon-Gegnern und sowas. Auf den anderen Accounts sind wir ja bei 100% gewesen und jetzt sind wir zurückgesetzt worden auf, ich glaube, 99,16, also unter 99,5. Und ab 5,0 zählt quasi das nächste Erfahrungsprozent. So, und deswegen sind wir momentan gerade alle nicht wirklich hier optimal unterwegs. Und ja, das liegt eben an den neuen Items. Der ein oder andere wird sie von euch vielleicht schon gesehen haben und sich gedacht haben, ey, von der Optik her, könnte das ja eventuell so, ja, es könnte hier so ein geflügeltes Herz sein vielleicht hier beim Schwert, das sieht man ganz gut. Oder ich glaube bei den Magier-Sachen, da hat man auch ein oder anderes Item, was dafür sprechen könnte, auf einen gewissen Tag hinzuweisen. Ich glaube, das war der Helm hier, ne? Ja, auch hier so ein Helm mit Herzchen und sowas. Und es ist ja jetzt schon wieder bald Neujahr und dann dauert es auch nicht mehr lange bis zum Valentinstag. Das heißt, Februar, der 14. ist ja immer der Valentinstag und da könnte man eventuell vermuten, dass es neue Gegenstände gibt was ich schon wieder mit meinem Inventar habe, im Sammelalbum und das wahrscheinlich das Thema Valentinstag berücksichtigt. Dadurch, dass die Items ja auch nicht hier bei den legendären Sachen gut geschrieben stehen, sondern halt eben bei den normalen Items im Sammelalbum, kann man davon ausgehen, weil das halt auch den Platz hier mit den anderen Epics teilt, kann man davon ausgehen, dass wir halt eben neue epische Gegenstände bekommen werden. Ja, und das in Valentinstags-Optik Thema mäßig so, ne? Und der Gewillte von euch, der kann ja bereits schon jetzt lesen, beziehungsweise den Text sich übersetzen lassen, was hier quasi schon steht, so, ne? Und das Ding ist halt, ja, es gibt halt eine Seite dafür, die kann ich euch auch sehr gerne verlinken, und zwar es stehen diese ganzen Sachen einfach nicht nur so da, sondern wir haben hier es mit der Drachenklauen-Schrift zu tun. Drachenklaue hier und wenn man hier schon die Schriftzeichen sieht, dann sieht man, dass sich das Ganze hier ziemlich ähnelt und hier haben wir auch tatsächlich einen Übersetzer am Start. Ja, also wer Lust hat, kann sich das Ganze hier schon übersetzen. Es gibt allerdings ein Punkt, der mich so ein bisschen stutzig macht und das kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn ich hatte schon mal versucht gehabt, die Items bzw. die Namen der Items herauszubekommen und mir das Ganze zu übersetzen. Allerdings ist mir das nicht wirklich gelungen, da ich die Schriftzeichen, so wie ich es halt vorhatte, übersetzt habe. Und da eigentlich nur ein Wirrwarr an Buchstaben rauskam, was mir dann auch nicht wirklich so weitergeholfen hat, ne? Und eventuell, weiß ich nicht, wir können das Ganze ja mal ausprobieren, wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns die Schrift mal anschauen und versuchen, den letzten Teil hier zu übersetzen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal hier die beiden untersten Buchstaben hier. Da haben wir jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt hier mal so schaut, der Strich geht hier so nach unten rechts weg. Das ist hier ein W. Ja, da haben wir hier mit einem W zu tun. Also hier ist ein oben Strich durch, dann ein gerader Strich und dann geht der hier so weg. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein W und noch ein W. Also wir haben hier zwei Ws. Ja, das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, schon mal irgendwie
Ja, was soll das aussagen so, ne? Dann haben wir hier einen Strich in der Mitte, 2 durch und nach rechts oben. Das ist ein F, also WWF. Und dann haben wir hier so einen Halbmond mit Strich durch und darunter noch ein Strich. Das ist dann hier. Das ist der zum Beispiel. Das ist ein WWFH. So, was ist denn jetzt WWFH? Das, ja, weiß ich nicht. Ist halt nicht wirklich aussagend. Dann haben wir hier als nächstes einen normalen ja, Mond hier so. Und das ist hier unten der Buchstabe. Und das steht für ein kleines H, also WWFHH. So. Und wenn man jetzt so weitermacht, das sind halt irgendwie Buchstaben, die ergeben halt so keinen Sinn. Wenn ihr das übersetzt, müsst ihr darauf achten, das Ganze wird in der Sprache Englisch übersetzt. Also ihr übersetzt quasi, also das ist quasi im Englischen geschrieben hier, wenn ihr es übersetzt so. Ich habe halt allerdings das Gefühl, es gibt 2 Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert. Die erste ist, die Items wurden schon mit dem Bildchen so ins Spiel hineingefügt, aber der Text wurde noch nicht angepasst bzw. noch nicht überarbeitet, sodass es quasi noch nicht Sinn ergibt, was hier steht, was mich aber wundern würde, weil so warum würden sie es sonst hinschreiben. Oder es ist eine andere Schrift, eine andere Drachenklaue mit anderen Buchstaben, weil zum Beispiel gibt es viele Buchstaben so in der Art und Weise gar nicht, die hier vorkommen, zum Beispiel das hier, die es hier gar nicht so wirklich gibt. Ich hatte mir oft so Sachen angeschaut, und muss feststellen, eventuell, weiß ich nicht, wurde, keine Ahnung, irgendwie das Alphabet erweitert oder es ist ein anderes Alphabet oder so, aber manche Schriftzeichen sind hier einfach nicht drin oder ich habe irgendwas übersehen und man muss aus verschiedenen Sachen irgendwas zusammensetzen und daraus einen Buchstaben bilden. Falls ihr da irgendwas wisst, dann lasst es mich gerne auch in den Kommentaren wissen, weil das würde mich auch sehr interessieren, muss ich sagen. Allerdings, ja, bestehen halt diese 2 Möglichkeiten. Und dadurch, dass diese Items jetzt momentan so früh schon im Spiel sind und jetzt eigentlich noch gar nicht verfügbar sind für uns, die stehen uns ja noch gar nicht zur Verfügung. Die wurden schon ins Game rein implementiert, beziehungsweise ins Sammelalbum, aber wir können damit ja noch gar nichts anfangen oder beziehungsweise wir können die noch gar nicht finden, weil das höchstwahrscheinlich Valentinstags-Items sind, die wir dann halt auch erst zum Valentinstag finden. Und das sind noch 2 Monate. Das heißt, wir können noch 2 Monate mit 1% weniger Erfahrung questen. Und wie gesagt, ich bin mir halt nicht 100% sicher, ob die Texte so Sinn ergeben, wie sie halt hier momentan stehen. Ne? Also ja, das würde mich mal gerne interessieren, was es damit auf sich hat. Aber generell ist es möglich, diese Texte hier zu übersetzen. Mit viel Fleiß und Zeit, die hier rein investiert, kann man das Ganze hier schon lesen, wenn es halt wirklich Sinn ergibt. So, ne? Oder es ist halt irgendeine andere Drachenklaue bzw. Buchstaben, die da bei den Übersetzer nicht mit dabei gewesen sind. Auf jeden Fall früher hatten wir sowas schon mal gemacht, als das ganze Thema aufkam. Da hatte zum Beispiel früher der Lieutenant darauf hingewiesen, dass es sowas gibt. So eine Drachenklaue, der hatte das Ganze rausgefunden und hatte auch die Items übersetzt und das ging problemlos halt ins Englische zu übersetzen. Aber jetzt momentan kommen da halt wirklich Sachen raus, die man nicht wirklich nachvollziehen kann. Und ja, aber in der Theorie ist es eigentlich möglich gewesen. So, und das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen und präsentieren, dass das Ganze hier wirklich klappen kann, wenn man sich hier so ein bisschen bemüht, sag ich mal. Ne? Ja, ansonsten, ich habe noch für morgen auch noch, ich glaube, für morgen war es das, ein Video geplant, wo wir mal so einen richtig schönen Run hier auf W50 machen, so einen W50 Ressourcen-Run. Damit man mal sieht, jetzt auch gerade auf das Video von gestern, wenn jemand so es schafft, innerhalb von 30 Tagen ja, Stufe 100 in der Edelsteinmine zu erreichen, was man denn hier wirklich an Ressourcen bekommt. Wir haben ja bisher nur Ultimate Runs gemacht, die ganz normal waren, also die uns halt wir sind versucht auf Gold zu gehen, so. War jetzt kein richtiger Satz, aber man weiß, was ich meine. Wir haben versucht, auf Gold zu gehen, und nicht auf Ressourcen, weil ich halt schon so viele Ressourcen habe. Allerdings, ja, wenn ich es halt richtig mal so versuche drauf anzulegen, was halt wirklich so möglich ist,
sag ich mal, und was man bekommt an Ressourcen, finde ich es ganz interessant und deswegen werde ich morgen mal so einen Run machen und mal gucken, wie teuer das vor allen Dingen ist. Ja, die sind ja auch immer sehr, sehr teuer und was das Ganze dann auch so bringt. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also ein bisschen gibt es noch definitiv zu sehen. Hier grinst uns der Marvin Clifford an. Ja, schmeißen wir gleich in den Kessel wieder. Und das soll es soweit für das heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr ein bisschen was dazulernen konntet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr noch irgendwie Gedankenanstöße oder sowas habt, was es hiermit auf sich haben könnte oder ob ich irgendwas übersehen habe, dann lasst es mich auch gerne wissen, weil das würde mich auch wirklich sehr interessieren. Und ja, ansonsten war es das soweit von mir. Und ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.